I don't want to tell you. Go and look at the video. It was unbelievable. Another dreamy night. Ohne Macht kann man die Dinge nicht verändern. Vielleicht ist der FC Bayern ja eine Mischung aus Volksmusik und exzellent gut gespieltem Hardrock. I'm Prosti, I'm Prosti. Yeah, absolutely demolished us. El apodo que se le puso al Bayern fue la bestia negra. ¿Por qué bestia negra? Ich war immer der Meinung, dass der FC Bayern München zu einer Weltmarke zu führen ist. Andere Verein gewinnt heute eine Meisterschaft. Die feiern dann 4, 5 Jahre lang. FC Bayern gewinnt heute eine Meisterschaft. Eine Woche später im Verein interessiert kein Mensch. Heute muss ich mein Bestes geben, sonst bin ich morgen nicht mehr mit dabei. Solitamente la squadra che vince di più è la più amata e anche la più odiata. Dieses ganze Mir san mir und diese ganzen Werte des FC Bayern und all das habe ich ihm nicht aufgesogen, weil ich davon überzeugt war, dass Erfolg eben nur möglich ist durch eine totale Identifikation mit dem, was man tut. Everybody has a dream, and you don't need to shut up your dreams. Damals wie heute war das Wahnsinn. Ich kam 66 zu Bayern und 67 war das Endspiel und schießt du das 1:0. War natürlich ein Traum. Und da ist das Spiel zu Ende. Der FC Bayern München gewinnt den Europapokal, der Pokalsieger. Ich glaube auch, dass das in den Endspielen der wichtigste Sieg war für den FC Bayern. Weil international, du kannst Meister werden, du kannst Pokalsieger werden, aber international gesehen, wenn du einen Titel holst, da spricht halt die ganze Welt. Das war's noch nicht.サッカーは自分自身の人生であります。小学校2年生でお兄ちゃんがサッカーをしていて、それを見て自分もサッカーしたいと思ってサッカーを始めました。将来サッカー選手にもなりたいし、いろんな自分より上手い人とかと戦ってもっともっと自分が成長していきたいと思うからです。The players? The players? Ah, okay. No. No. They are ill. Maybe not to understand. Not understand, but me, they understand me. I think so. Football is football. All over the world, the same. Okay.バイエルンでサッカーすることによってサッカー以外の学校や親への感謝など気持ちが小学校以上になり、サッカーの面でも学校の面でも成長人として成長することができました。硬くなるなってことで
今日の練習で学ぶことは学んで、しっかりこれからのサッカー人生で生かしていきたいと思います。Somebody tells me there's a very good player. It's this guy Kanata. So I'm very excited to see him. He must be very good. Konkret das erste Mal, so wirklich bewusst und so, würde ich sagen, war es dann, als Bayern nachgefragt hat, ob ich zu ihnen kommen will im Alter von 11 Jahren, als ich dann Balljunge im Olympiastadion sein durfte. UFC バイエルン選手でやるようにプレーするようになったのは小学校のスクール. أولاً وإحنا صغار كنا عندنا محطة اللي هي محطة أردنية كانت تبث فوتبول كرة قدم ألمانية كل يوم جمعة. بقينا نقعد قدام إحنا وأخوتي وكل الناس، بس البايرن كان في لهم محبة خاصة بقلبي اللي هي ظلت مستمرة. Dem Stadion, ausverkauftes Stadion, die Bayern-Spieler so hautnah mitzuerleben, das war was Besonderes und das wird mir auch mein Leben lang in Erinnerung bleiben, das wirklich das erste Mal in Berührung zu kommen mit dem großen FC Bayern. The first time that I saw Bayern Munich was when they lost against Porto, the Champions League final. And Ghana, almost everybody is a fan of Lothar Matthäus. And he was a captain that day, and he was crying, so I feel for him. And anytime I see him, we talk about this issue. So Bayern Munich was, for me, something extra. I don't know how to explain. That's tough to say. Il famoso Bayern che ha vinto nel 74, 75, che hanno vinto le Coppe dei Campioni. Questa è stata la prima volta che ho sentito parlare del Bayern. Über FC Bayern, ich habe schon was so gehört in Brasilien, ne? Weil FC Bayern hat mal ein Weltpokalspiel gegen Cruzeiro gespielt. Und es hat geschneit und für die Brasilianer das war neu. I think probably around 2002, because other guys were saying, you know, they were fans of Premier League teams and that sort of thing, and I was the only guy that said I was a fan of a German team. Irgendwann, ich glaube, ich war da 7 oder 8 Jahre alt, hat der FC Bayern München gespielt in Karlsruhe. 40.000 Zuschauer und ich stand im KSC-Block der Fans. Und zwar war der Einzige mit einer FC Bayern-Fahne. Meu primeiro contato com o Bayern, na verdade, começou na seleção alemã, na final da Copa de 2002. Desculpa, gente. Final da Copa de 2002, que a gente ganhou. E o goleiro da Alemanha era o Oliver Kahn. E eu, com 8 anos de idade, eu me apaixonei por ele. Não sei, foi paixão de criança. Also das hat damals ein bisschen für Irritation gesorgt, aber ich war eben noch zu jung, als dass man mich da irgendwie angegangen hätte. Aber das hat schon meine Faszination in sehr, sehr frühen Jahren für diesen Verein gezeigt. Und so sagt die Brasilianer, deswegen hat FC Bayern gewonnen gegen Cruzeiro. Weil es geschneit hat, es kalt war, weil wenn es wärmer gewesen wäre, hätte FC Bayern keine Chance gehabt. Also das war so das erste Mal, dass ich im Kopf habe, dass ich über FC Bayern was gehört habe. Der FC Bayern war für mich, sagen wir mal, ein Verein, der mich interessiert hat, aber der, sagen wir, gerade in dieser Zeit habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mal in München beim FC Bayern auftauchen würde. Denn um diese Zeit herum mit 16, 17 war damals 60 in München der Nummer-1-Verein und der damalige Geschäftsführer von 1860, der hieß Meyerbeck und der ist so quasi jeden Sonntag nach Ulm gefahren, um meine Eltern zu bezirzen. Johannisbeersaft. Alkohol kommt nicht in Frage, auch Zigaretten nicht, wenn er einmal in der Woche, meist samstags, ausgeht mit Susanne. Vor die Alternative gestellt, Liebe oder Fußball, was würden Sie wählen? Muss ich und würde ich Fußball wählen.
Erst als ich dann mit 17 Udo Lattek, der damalige Trainer der Jugendnationalmannschaft, den Paul Breiten und mich, der auch dort gespielt hat, auf die Seite genommen und hat gesagt, habt ihr denn schon irgendwo unterschrieben? Und er hat gesagt, nein, aber beide wollten wir eigentlich zu 60 gehen. Dann wartet mal ab, da könnte sich was tun. Fachleute halten ihn für eines der größten Talente der deutschen Fußballszene. Uli Hoeneß, 17 Jahre alt, Mitglied des TSG Ulm, 46, Kapitän der deutschen Jugendnationalelf. Und ich kann mich noch entsinnen, dass Robert Schwan kam dann zu uns nach Hause ins Wohnzimmer. Und ich habe zu meinen Eltern noch gesagt, eines ist ganz klar, heute wird hier gar nichts zugesagt. Wir hören uns das alles mal an und dann schauen wir mal. Und nach 2 Stunden hat der Robert Schwan zu meiner Mutter gesagt, haben Sie denn eine Schreibmaschine da? Ja. Ja, dann holen Sie die mal. Und hat die Blatt Papier da eingezogen und dann wurde eine Vereinbarung aufgesetzt. Und wieder erwarten, ganz zu später Stunde mit meinen Eltern, ich musste ja damals die Eltern mit unterschreiben lassen, weil ich keine 18 war. Und dann haben wir den Vertrag unterschrieben. Und ich habe viele schlaflose Nächte gehabt danach, ob das wohl richtig war. Um den Fußball der Zukunft mit seiner Taktik und seiner Spielweise zu verstehen und zu spielen, braucht man einfach Spieler, die auch mit dem Verstand spielen können. Glauben Sie, dass Sie ein Fußballspieler der Zukunft sein könnten? Ich hoffe es. Und als sie dann von der WM in Mexiko kamen und ich war als junger Kerl hier beim ersten Training, da wusste ich gar nicht, ob ich jetzt Herr Beckenbauer oder Herr Müller sagen sollte. Und die kamen ein bisschen später, wir hatten früher angefangen und da haben die gesagt, ja, ich bin der Franz, ich bin der Gerd und es war dann alles wunderbar. Und später hat sich ja herausgestellt, dass es die einzige richtige Entscheidung war, zum FC Bayern zu gehen. Und jetzt Hoeneß, fast freie Bahn, er muss allein gehen, es kommt niemand mit, jetzt Uli, Tor! Ich kann mich noch genau erinnern, dieser Europapokal der Landesmeister war bei vielen Titeln, die ich später gewonnen habe, aber das war das Eindrücklichste, weil wir hatten ja im ersten Spiel unglaublich schlecht gespielt. Und damals gab es noch ein Wiederholungsspiel, ich kann mich entsinnen, wir waren von Mittwochabend bis Freitagabend in einem kleinen Hotel in der Nähe von Brüssel und am Donnerstag haben wir trainiert. Das Training hätten Sie sich anschauen müssen. Du hast 120 Minuten gespielt, wir waren unfähig, wirklich ein vernünftiges Training zu machen. Und am nächsten Tag haben wir wahrscheinlich das beste Spiel gemacht, das in dieser Phase je der FC Bayern gemacht hat. Hoeneß, Hoeneß, Hoeneß! Ein Mann noch, einer ist bei ihm. An dem muss er noch vorüber. Der zweite kommt, jetzt legen Sie ihn um. Nein, er macht sie alle fertig. Wir haben 4:0 gewonnen, wir haben die an die Wand gespielt. Und ich kann mich noch entsinnen, als wir dann in der Kabine waren und der Riesenpott stand da war auch eine Kamera da. Und dann habe ich mit meinen 22 Jahren habe ich gesagt, wenn ich das Glück festhalten könnte, jetzt würde ich gerne das Glück festhalten. Müde abgespannt kamen die Bayern an, aber mit überschäumender Freude. Freunde, was wir haben da! Daher da, hey! Da, Fans! Lass mal Deckel los. Werden wir heute einlaufen und euch zeigen, den schönen Pott. I had friends of mine that are watching down in DC, and we've been teasing each other the last few days. Arsenal's mentally weak, so Arsenal's absolutely going to lose. So, it should be a fun game, hopefully. We'll see. Sim, a gente está mal acostumado. A gente ganhou uma Champions há menos de 3 temporadas e sim, a gente já quer outra. Eu acho que qualquer torcedor quer isso, mas a gente tem que entender que pode acontecer, pode, mas não é regra, é exceção. Germany versus England, Ancelotti versus Wenger, all the subplots that come with the game that mean so much to both of these European heavyweights. Just don't think you understand. He's on Spain's man. He's better than that. I come from Somalia. From Algeria. Slovakia.
Nein, wir werden schon gewinnen. Arsenal kennen wir gut. Arsenal haben wir die letzten Jahre immer hingebracht. Also Arsenal schlagen wir. I love Arjen Robben, Thomas Müller, Philippe Lahm, Jerome Boateng, Manuel Neuer. I really love it that the Bayern would try every time to win the Champions League. This is actually a really interesting game because neither team is really playing all that well. And so it's going to be very interesting to see what these two managers, Ancelotti for Bayern and Wenger for Arsenal, do in order to bring up their teams to the level that's needed in order to progress. Vamos ganhar essa Champions, sim. Se a gente não ganhar, eu vou para a Alemanha, vou matar cada um dos jogadores. Mentira, eu não vou não, porque eu não posso nem fazer isso. Eu gosto muito da minha liberdade, mas saiba que dentro de mim eu mato tudo de vocês. Então, por favor, ganhe esse jogo, ganhe essa Champions. Ok. So the whistle goes and this round of 16 tie in the Champions League begins here in Munich. Den Robben macht er nochmal den Robben-Move. Da ist er! Arjen Robben! That is simply brilliant from Arjen Robben. What a way to burst open this Champions League game. Und er gibt Elfmeter! Well, what a big moment this is. Sanchez versus Neuer. Wieder links, Neuer hat ihn! Yes, Neuer, Alexis, Beef! Lewandowski! Tor für die Bayern! Alonso, feiner Ball für Thiago! Tor! That is simply outstanding from Bayern Munich. Top-class football and an ice-cold finish from Thiago. Thiago. Thiago Alcántara, Ospina, Gol! Macht es! Thiago has been at the heart of everything. Best player on the pitch. Thomas Müller mit links! Thomas Müller! Müller macht's! Yes! It's 5-1 to Bayern Munich, and that could be the goal that finishes Arsenal even before the second leg. Ich glaube, der FC Bayern München ist in der Form, sag mal neben Real Madrid, der Top-Kandidat auf Finale. Eu acredito que Missa Mia é uma das coisas mais incríveis do clube, principalmente a parte da torcida, principalmente a parte dos jogadores, porque mostra o quanto eles têm orgulho de ser quem eles realmente são, que é apaixonante. A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas. Joias, maquiagem, muito capricho na roupa. Versatilizando no estilo com muito brilho. Doses de tequila, aguça o estilo. Queremos diversão, sei que todo mundo quer também. Ficar bem sem ter uma pira e além. Vem cá, meu bem, me mostra o que você tem. Te prometo que não conto pra ninguém. A balada da nota 100, muito calor na pista. Tem sempre alguém que me lança um olhar de conquista. Desbaratinei, desviei, mais uma dose no balcão, aí me animei, dancei. Porque assim, você não chega e você torce pro... Assim, igual a minha situação, eu moro no Rio de Janeiro. Aí aqui no Brasil, realmente, eu torço pro Flamengo. Mas aí eu vou e torço pro Bayern de Munique. Aí é estranho, tipo, como assim a menina torce pro Bayern de Munique? Porque aqui no Brasil existe um saudosismo, que chamam de futebol raiz, que acreditam que futebol é só jogar, ser raçudo e amor à torcida. E assim, eu particularmente não sou muito fã disso, mas as pessoas precisam entender que o futebol, ele é um conjunto completo, que envolve dinheiro, que envolve investimento, que envolve administração, que envolve... É uma empresa. É uma empresa. E conforme eu fui acompanhando o Bayern e fui entendendo a dinâmica do clube, eu entendi que tinha isso. Então...
Mas você gosta do Bayern de Munique, né? Seja um pouquinho, assim? É, um pouquinho. Por que um pouquinho? Porque você gosta mais de outro time ou tem algum motivo? Eu não gosto muito. Não muito, por que não? Porque eu gosto de time de vitória. E o Bayern ganhou 5 Champions League. Comum, né, Ásia? Ásia não vai me ver gritando de 2013, eu fui assistir um jogo com o pessoal e tava muito calor. E eu só coloquei a camisa no freezer pra ficar fresquinho o corpo. E foi no segundo jogo contra o Barcelona, na semifinal. Nisso, quando eu coloquei a camisa no freezer, a gente fez um gol. E quando eu tirei a camisa do freezer, a gente fez o segundo gol. E desde aquele dia 1º de maio de 2013, essa camisa é a camisa da sorte. Para mim, é tudo que um clube de futebol precisa ser. E que o Bayern consegue ser perfeitamente. Tanto que isso vem deles e continua deles e vai morrer junto com eles. Que é sobre amor e sobre união e sobre orgulho. Que qualquer clube precisa ter e eles conseguem fazer isso perfeitamente. Mia são Mia. Mia são Mia. Mir sind wir. Mir sind wir. Uns zieht keiner die Lederhosen aus. Wir sind Bayern. Man hat aus eigener Kraft mit diesem Selbstverständnis eine wunderbare Geschichte gemacht. Auch eine Sache, die für viele Fans und Mitglieder, wir haben 285.000, so etwas wie eine Heimat bedeuten. Bayern is a community and it's a family. It's a, in other clubs, players come and go. It's very soulless and very corporate. And in Bayern's case, that's not the case. Mia San Mia è un forte messaggio di appartenenza. Mir San Mir ist ja eine Art von Kultur. Es ist ja die Beschreibung einer Kultur, die man erst als Spieler lernen muss. Es muss alles in der Familie bleiben. Das gab auch immer bei uns schon damals. Gibt's Reibereien. Aber dann hat es geheißen, wir halten zusammen, wir sind wir und uns kann keiner schlagen. Man muss, um das Phänomen kennenzulernen, muss man die bayerische Kultur, den Menschen, die Landschaft, wenn Sie am Tegernsee oben sitzen und wie ich auf den Tegernsee schauen können, wenn Sie in einen Biergarten gehen, wo die Leute nicht sagen, nee, der Platz ist nicht frei, sondern sagen, komm, wir rutschen zusammen und dann trinkt man ein Bier zusammen, dass man mit wildfremden Menschen einen wunderbaren Abend verbringen kann. Das heißt, Mir San Mir ist nichts Großkotziges, sondern es bedeutet auch im Erfolg eine gewisse Demut zu bewahren und auch immer ein Auge oder immer auch ein Wort für den Gegner zu haben. Ich glaube, das ist mehr so ein ganzes Gefühl, was das so beschreibt. Auch wenn die Situation noch so negativ ist, wir können alles gewinnen, wir können alles drehen. Das zeigt die Selbstverständlichkeit des Vereins, immer den maximalen Erfolg haben zu wollen. Yeah, Mia San Mia is a thing that you cannot describe. That's why I feel. Because if you want to describe, how will you describe it? This is maybe. Du darfst nie zufrieden sein mit was du schon gewonnen hast, sondern du musst immer wieder was gewinnen. How will the German say it? Unglaublich. Mir sind wir, das ist, wir sind eine Familie. Oder sogar mehr als eine Familie.常石はもう114年ぐらい経つんですけども、創業時からメインですけども、事業とは別の形で地域貢献というのも非常に重要な使命だと感じておりますので、そういった意味でサッカークラブチームの支援も積極的に行っているということです。
バイエルンミュンヘンのことですか。はい。うちの息子がですね、小学生の時に、FC バイエルン常石に、お世話になっててですね。なんか幼稚園の子とかもその体験とかで練習してて、なんかすごい。一番大きな夢はここで育った子どもたちが将来、本場のバイエルンミュンヘンのユニフォームを着て本場で活躍することがあれば、これは我々にとっても嬉しいですし、そこで頑張っている子どもたちにとっても非常に大きな影響を与えることだと思いますので。We are a big family, and you are a part of this family, FC Bayern, and we take care of you. And the feeling that you have when you go on the pitch must always be the same. It's very important for us that you have this spirit not to lose a game. So always want to win a game. That's very important for us. Passing the ball over there, yes? Then you go over there, here. Here, pop, 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 pop. You the same here? Das ist eine der ersten Partnerschaften. Und ich denke, wenn wir kontinuierlich hier arbeiten und kontinuierlich da sind, dann werden wir irgendwann einmal auch die dementsprechenden Ergebnisse haben. Und das ganz weite Ziel ist natürlich, einen asiatischen Spielern eventuell in unseren Reihen. 子どもたちは夢は海外でプレーしたい。今でもドイツでプレーしている選手はたくさん日本でいるから、実際はその妄想になってる。思うにはバイエルンの方に子どもたちが行って実際コミュニケーションが取れない、じゃあ何をしなきゃいけないっていうことを体感してもらい、実際本当にプロになりたかった。So, and then I go back and try to push him on the side, to move him on the side. で、少しずつ下がりながら外に追いやるよ。Go over there. So, and then when I have it on this side, then I can make the tap. すべてのプレーを全力でやり、球際は厳しく引き、すべての試合に勝つっていうのがスローガンです。Thank you, thank you. Is all okay with your feet? 大丈夫？ Yeah? 大丈夫。どっかに足膝が当たって痛めてます。まずは勝利、チームとしては勝利で、自分的にはアシストも点も取れるようにチームに貢献したい。Everybody has a dream, and you don't need to shut up your dreams. When I was young, nobody believed in me, but my mom believes in me, and I believe in myself. Brother, many a day, fuck yes. My Juma, Juana, Divide. Me a Kumasi Bama, me Jimmy, I no complain, and Grand Swama. Me say, baby, I'm gonna go away to the Wale, me no me ban. Sikasu so Kumano, Umi, I don't know why. Keep going, Cristiano Ronaldo.
Sami Kufo was our hero some time back. He played for Bayern for so long. Buga wanshi kana ga motivation cikin buga wanshi kuma bai da wuya ka ga defensive errors. Well, Sami Kufo is a legend and he's a brother from Ghana. Everybody know him worldwide web. So so we are here making him proud, making Bayern Munich proud still. So that's what's up. Bayern Munich has been from the childhood was in my heart. I was young, I was having a dream. But it was very difficult for Bayern Munich to accept a young boy from Africa. And the price tag on me was $500,000. 1993 was a huge money. And Uliones didn't want to pay the money. And then Luther Mateo said to Uliones, this is what I know, this is what I heard. If you don't want to pay the money for the child, for this boy, he's too good, I'll pay the money. And then later, you have to pay me, it's like you buying it from me. So then they cut it off and they signed me off. Dann hat Kufo die Faxendicke, läuft einfach rein. Chirikuk indes noch beim Mauerbau. Plötzlich taucht Kufo auf. Der hatte sich aber nicht angemeldet und da er vorher schon verwarnt war, schickte ihn WM-Chirikuk vom Platz. Why? Warum denn nur? Was like a family. And me being a black boy in the group, everybody likes me because I joke a lot. And when we go to training, I'm always very serious to train. So the youth, everybody was in love with me. And it made me feel like at home. Wir sind Freunde, wir sind Kumpels. Also wenn eine Schmerzen hat, die andere empfindet seine Schmerzen. What was my hardest moment when I lost my daughter? And the information came to me from Tony Yeboah. He called me because nobody was able to call me. So he called me and he gave me the information. He called. When he broke up the information, the first person that I called was Karim Potov. Sammy war eben, es kam als, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alter Bursche aus Italien, wo er ja als Afrikaner angehört wurde und nicht so gut behandelt wurde. Und er wurde dann eben sehr stark betreut von meiner Sekretärin, von Frau Potov. Und damit natürlich auch kam er in meine Obhut und kann mich noch wie heute erinnern. Ich lag bei uns auf der Couch und habe irgendwie Zeitung gelesen und dann kommt ein Anruf. Frau Potov ist dran. Und hat geweint am Telefon. Habe ich gesagt, was ist denn los? And immediately, Uliones, Romaniga, all of them banged into my house just to console me. And they organized a private jet within the next 2 hours for me to go back to Ghana. And that tells you they care about you. And the private jet was staying in Ghana till when I finish everything. That tells you that these people, they are there for you when in terms of trouble. And anytime when I have a trouble within my family, those people were there for me. Wenn du ihm irgendwas gesagt hast, Sammy, aber das geht nicht, Sammy, du musst so spielen, du musst das machen. Was willst du denn? Ey, lass ich meine Sache hier machen. Aber wenn man ihn so verstanden haben, der war ein sehr guter Spieler und mit sehr gutem Charakter.
trigo, rosa de trigo. 5-1 to Bayern Munich, and that could be the goal that finishes Arsenal even before the second leg. Tonight I expect a 2-1 Bayern, I think. Maybe with Arsenal taking the lead and then Bayern turning it round. There'll be a few empty seats by the end. Where you at? West African to East London. This is London, this is my home. I'd be lost if I didn't have my phone. Head down on the true big headphones. Travel card for the 1, 2, 3 zones. Every club outside of England was exotic to me when I was a child because I didn't really go anywhere. So for me it was a way of discovering the world, and Bayern were part of that. Bayern and Germany were just interchangeable. You know, they shared a lot of the same characteristics. Puff chest, always difficult to beat, all those sort of things. But I do think the impression of Bayern has really changed in recent years, not just because of I think the fact that they're far more widely watched. It's far easier to see football from all over the world, wherever you are in the world. Things aren't so parochial nowadays, so I think people globally know more about Bayern, and they're easier to see at closer quarters. And also the way that Pep Guardiola made them play, gave them a brand of football. And, you know, that was the idea of the club, wasn't it? To create a brand of football as well as the Bayern brand. So, you know, I think people appreciate them maybe for their football more than they ever did before. Even watching Bayern train before the game against Arsenal on the pitch at the Emirates, even though Guardiola's gone, there's still kind of a shadow of him there, in the fact that they're playing Redondos at the start of training, that is something that the players love. They really enjoy it. You can just hear them whooping and hollering from 100, 200 metres away. It's one of the great experiences of European football to come and watch a game like this, a big game. No camera, please, no camera. It's an amazing club. It's an amazing club. I love Philipp Lahm. I think he's one of the great players of all time. On a scale of 1 to 10, I'd say Bayern Munich as a 9. They're really good, and we have to watch out for Neuer. We need to take them shots as powerful as we can. Expect Arsenal to at least get the win of 2-1. Let's be brutally honest. It ain't going to happen. More chance of me getting a date with Liz Hurley. I think Arsenal will come out of the blocks quite quickly. But from there, I mean, the gap in quality is big, and Arsenal are not in a good place at the moment. And Bayern are in a good place at the moment. You kind of feel that they can be more themselves in the Champions League. That's what Ancelotti was brought in for. Here we go, the teams are on their way out. Lewandowski gegen Ospina. 1-1. Has popped up to take it totally away from Arsenal. Still Douglas Costa. What a finish that is. 1-4. Arturo Vidal. Es geht hier komplett den Bach runter. Um Himmels Willen. It's 5-1 to Bayern Munich. And in 2 games of football, they've scored 10 goals past Arsenal.
cómo sabría amarte, mujer. Cómo sabría amarte. Amarte como nadie supo jamás. I like Pablo Neruda. You know, I think, you know, sometimes the way they play is almost sexy. So, you know, and Neruda talks a lot about love and sex and, you know, the interplay between people and that sort of thing. Watch these guys, you know, in their 20s, you know, just run up and down the field and that sort of thing at such a high level. You know, it's just, to me, it's a beautiful thing. You know, it's, you know, the apotheosis of, you know, the human form. I like the way that I feel when I play with words. I think, you know, what poetry and Bayern have in common is that they're both expressing an art form. You know, when somebody like Ribery is passing the ball to somebody like Robin, you know, or when, you know, Robert Lewandowski is creating something out of nothing, you know, or even more so, you know, Thomas Müller, you know, you see those emotions and you see how they contort their bodies, you know, to score and to pass and to play. You know, and to me, that's all very, very artful, you know, much like really good poetry is. When Basti missed that penalty against Chelsea. Schweinsteiger to put Bayern back on the brink. Schweinsteiger, den Pfosten! You know, I felt really, really awful for him. You know, and it's not like I went and wrote a poem immediately afterwards, but just the sheer emotion. You know, as he's covering his face and then he's trying to, you know, sink into the ground. And I felt like, you know, the best poetry moves you in that same way. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más. Y todavía amarte más. Der beste Torwart der Welt zu werden, am besten 1, 2, 3, 4 oder was weiß ich wie viel Mal, das bedeutet totale Besessenheit. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Es braucht totales Engagement, da muss ich mich auspowern, ich muss dafür trainieren, arbeiten, ich muss permanent diesen Anspruch auch an mich selbst haben, ja, der Beste sein zu wollen. Genau wie Uli Hoeneß den Anspruch an sich und permanent auch an den Verein Bayern München hat. Und was glauben Sie, wie anstrengend das ist? Ich glaube, es gibt nichts Anstrengenderes, wie permanent jede Saison immer wieder anzutreten, vom ersten Spieltag an, mit dem Anspruch, deutscher Meister werden. Und Anderson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Heute ist der Anspruch ja noch größer wie früher. Deutscher Meister werden, Minimum. Pokalsieger auf jeden Fall. Champions League-Sieger mittlerweile am besten auch. Und das jede Saison aufs Neue. Also wenn das nicht anstrengend ist und irgendwann auch mal auf einen Menschen, wenn er nicht Mechanismen entwickelt hat,
dass er das auch ein bisschen distanziert betrachten kann, sich zwischendurch auch mal erholt, das soll gut tun, dass das dann irgendwann selbstzerstörerisch wirken kann, ich glaube, das versteht sich von selbst. Nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. '99? War da was? Ja, 99 war ja unfassbar. في لعبة اللي أنا ما بيجيش يوم اللي أنساها بال99 اللي لعبتنا إحنا ومانشستر يونايتد، وأنا كنت عريس جديد يعني بهذيك الفترة ومتجوز جديد، يعني عملت عمايل لما انغلبنا بالنهاية، كسرت صحوني وكسرت كوبايات، ومرتي أول مرة بتشوف حقيقتي لما أغضب كيف إنه انغلبنا بهذيك اللعبة ما بنساها. Das war hart, das war brutal. Also ich wünsche mir keinen Gegner, das so ein Final verlieren, wie wir da verloren haben. Cara, eu já vi esse jogo tantas vezes que eu não consigo opinar sobre ele. 99 habe ich zu Hause bei Oma und Opa angeschaut und große Enttäuschung. Questa è una delle tragedie del calcio. It's the chance of a lifetime. The whole football world know we deserve to win that game because we have more chances. We dominate the game. We were in control of the game. It's Basler. Oh, deflected and in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over 5 minutes gone. Shaw taking over. Oh, delicious chip, hits the post. Shaw's there with the header. Yankee with the overhead, hits the crossbar. Twice the woodwork has saved Manchester United. Wir haben die Mützen schon, Champions League-Sieger. Weil es noch 90. Minute schon war, dann kam der Eckball, ich werde es nie vergessen. Now Vogel saw what happened. In towards Schmeichel. It's comfort to Ayor. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Sekunden über die Zeit. Manchester United hat den Ausgleich geschafft. 90, 1-1 und in der 91. Minute machen wir das 2-1. Also da war einfach, kann man nicht glauben. Kann man nicht glauben, dass sowas im Sport möglich ist. Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it! But you know what? Since that day, I never watched the game. I decided not to watch the game. Because anytime I watch the game, my heart filled. Also man kann ja Finals verlieren. Ja, meiner verliert man halt im Elfmeterschießen oder was weiß ich, oder 1-0 in der 90. Aber wenn man 1-0 führt und schafft es dann in 2 von 3 Minuten Nachspielzeit, diesen Pokal, diesen ja wertvollsten Pokal für Vereinsmannschaften, einfach so wegzuschmeißen, dann können Sie davon ausgehen, dass das wie ein brutaler Stachel im Fleisch gesessen hat bei dieser Mannschaft damals 1999. Sono delle cose che diventa difficile da spiegare, forse impossibile da spiegare, ma che succedono nel calcio. Und wir, wie Besessene, nur ein Ziel hatten nach diesem Finale. Das hat eine Weile gedauert, um uns davon zu erholen. Aber dann hatten wir nur ein Ziel. Ey, so geht hier keiner von diesem Verein weg. Den Titel holen wir, egal was passiert. Also das war unmenschlich, unmenschlich. Das Gefühl dann in die Kabine, es war so wie ein Schlimmes in einer Beerdigung. Es war tote Stille. Also kein Spieler hat die andere so angeschaut. Jeder mit Kopf nach unten. Und dann kommt Franz Beckenbauer und sagt, ah, Mai,
So ist Fußball halt. Ein Geniestreich. Sowas macht nur ein fußballgeiler Brasilianer, dem der Ball ins Herz tätowiert ist. Ich habe Bayern weltbekannt gemacht, weltberühmt gemacht. Beckenbauer in Brasilien. Keiner wusste, wer Beckenbauer ist. Aber Giovanni Elber, oh Mamma mia, Giovanni. To share your mouthful. Also erster Kontakt mit FC Bayern war mit dem Uli Hoeneß. Der ist gekommen, hat gesagt, was FC Bayern ist, was von mir erwartet wird und ob ich vorstellen kann, bei FC Bayern zu spielen. Da habe ich lange überlegt. Also für mich war nicht ganz einfach, wegzugehen von VfB Stuttgart. Und meine Nachbarn aus Winterbach, aus Stuttgart, hat alle gesagt, du Giovanni, dein Charakter passt nicht zum FC Bayern. Aber ich habe gemerkt, dass keine Chance war, Nationalspieler zu werden. Weil VfB Stuttgart war unbekannt in Brasilien oder in Südamerika. Ne? Früher im Fernsehen ist nur gelaufen FC Bayern. FC Bayern, Borussia Dortmund. Und mehr nicht. Und früher haben wir gedacht, also, ich muss bei FC Bayern dann spielen. Weil ich will bei der Nationalmannschaft meine Chance bekommen. Vor dem Spiel gegen Real Madrid. Ich habe ein Problem im Knie gehabt. Die haben extra eine Privatmaschine für uns besorgt. Wir sind nach Berlin geflogen, schnell operiert, gleich wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, oh, in sieben Tagen, ich will spielen. Und alle haben gesagt, Giovanni, na, 7 Tage nicht für das Rückspiel. Vielleicht spielst du. Ich sage, nein, also ich will arbeiten. Dann habe ich das erste Spiel gemacht, Tor geschossen, zweites Spiel, Tor geschossen, sind wir ins Finale. Und dann, danke, Titan Cannes, sind wir Champions League-Sieger. Carboni. Kahn, der ist nicht drin! Unglaublich! O Oliver Kahn é o homem da minha vida, o maior homem do mundo. Não existe pessoa mais maravilhosa que ele em toda a Terra. Porque eu amo demais aquele homem. Vor diesem Elfmeterschießen habe ich gedacht, ist jetzt egal, was passiert. Ich muss einfach jetzt alles halten. Jetzt kommt der Kapitän, der Führungsspieler. Wenn er trifft und dann der Valencianer nicht, dann sind sie Bayern. Effenberg. Tor. Zum ersten Mal in diesem Spiel, zum ersten Mal überhaupt, seit 20:45 Uhr führt der FC Bayern. Pellegrino gegen Kahn. Kahn, die Bayern! Die Bayern! Oliver Kahn! Er wollte sie, diese Champions League. Jetzt hat er sie. Ich bin in die Kabine gekommen, ich war besoffen. Ich war besoffen vor Freude. Also ich habe wirklich keinen Alkohol getrunken auf dem Platz. Aber bin in die Kabine eingegangen. Ich habe jetzt das Blick noch von Oli Kahn. Der war so. Ich gucke ihn an und sage, Oli, was ist mit dir los? So waren wir 99. Du,
Ich akzeptiere sowas nicht. Jetzt sind wir Champions League-Sieger geworden, Oli. Wir haben das Ding hier gewonnen. Hast gesehen, unsere Fans, unsere Familie. Ruhig, ich muss das Spiel verarbeiten. Sag nein, du bist verrückt. خلتنا تنسى التراوما اللي سببت لنا اياها 99. يعني رجعنا وحافظوا البايرن على انه الاصرار بالفوز وبالنجاح هو هذا اللي بيميز الاف سي بايرن، واللي هن عمليا الحمد لله انه قدرنا نحصل عليها.小学校5年生の終わり、カナダがディフェンダーをしてたんだけど、その相手にボールを奪われない、うまく相手がこう取りに来たところをダブルタッチでかわして、あ、そういう相手のかわし方があるんだなっていうところで、あ、もしかしたら上達していくのかなっていうのは感じました。この写真はお兄ちゃんと対戦して初めて一緒にサッカーする時の自分的にも多分親的にも思い出深い写真だと思います。こっちが自分で、お兄ちゃんがこっちです。誇りに思っているところ、負けても絶対にチームメイトに当たったりはしない。点を取られても味方に対して大丈夫大丈夫、取り返すから大丈夫だよって言ってチーム全体を引っ張っていって、でチームで勝利をつかむために周りのみんなをうまくまとめてくれてたところが誇りに思ってます。ばい菌が入ってちょっと痛めています。水曜日の練習が終わって痛みが出て、木曜日に張りが出てきて、で心配なのは日曜日に完璧なコンディションでできるかのが心配です。ミヤソウィア、特にないんですけどね。まあ自分はみんなのために尽くしてほしいっていう。なぜなら自分一人で生きてるわけじゃない。だから自分自身も自分のことだけじゃなくてみんなのためにも、あの人にも尽くしてほしいというふうに思います。It's very important for us that you have the spirit not to lose a game. We are ready. FC Bayern Múnich. En España cuando sale el Bayern de Múnich lo que causa es pánico, o sea, nadie quiere jugar contra el Bayern de Múnich. Real Madrid. Real Madrid. La relación, pues que están condenados a encontrarse. Ja, das waren immer Schlachten. Sergio Ramos! Bayern Munich blown away. Bayern, este es el Madrid, es el Real ya Bayern München. Yo creo que el gran rival del Bayern en Europa es el Real Madrid.
El apodo que se le puso al Bayern fue la bestia negra. ¿Por qué bestia negra? La gran época del Bayern es en los años 70, ahí el Madrid no coincidieron, es el Madrid, la historia buena del Madrid fue en los años 50 y 60, el Bayern luego es en el 70, pero cuando empiezan a coincidir en los 80. Y ahí en las eliminatorias, tanto de la Copa de la UEFA como de la Copa de Europa, que eran eliminatorias, la Copa de Europa antes se jugaba a eliminatorias desde el principio, no es como ahora que había fase de grupos. Y es histórico para siempre, ¿no? Ese título, la bestia negra, el Bayern de Múnich. El partido, yo creo que si tenemos que definir lo que es la bestia negra para el Madrid, es aquel partido en Múnich, en el antiguo Estadio Olímpico. Juanito es un jugador histórico del Real Madrid y en aquel partido, desesperado, porque el Madrid iba perdiendo ya, en una falta, un partido muy bronco, con muchas patadas, pues en una acción que Mataus había golpeado antes a un compañero, en la siguiente le dieron una patada y Juanito perdió los papeles y le pisó la cara en el suelo a Lothar Mataus. Fue expulsado Juanito de ese partido y realmente ahí acabó su carrera. Nunca más pudo jugar en la Copa Europa porque le pusieron una sanción muy importante la UEFA. La bestia negra, el ogro, todo ese tipo de adjetivos que la prensa española utilizamos estaba vinculado sobre todo con ese partido. Que hereda ese título y lo vuelve a poner muy fácil a los periodistas en España porque fue Oliver Kahn, el capitán del Gran Bayern de principios de los años, del principio del siglo. Ja, wohl, ich kann mich noch erinnern an ein Spiel in Madrid und da sind wir angekommen am Flughafen und irgendwann zeigt mir jemand die Marca, das ist ein großes spanisches Fußball- und Sportblatt und vorne auf dem Titel war nur mein Gesicht. Und drunter stand El Enemigo, also der Feind. Da habe ich mir schon gedacht, vielleicht hast du ja auch was mit der Bestia Negra zu tun. Yo pocas veces he visto pitar tanto, silbar o insultar tanto a un estadio a un jugador como Oliver Kahn. Yo creo que porque él era el Bayern, o sea, él era la bestia negra, también hasta su aspecto, su cara, su gesto, ¿no? Fiero. Le metió mucho en ese papel que interpretó muy, muy bien. Viertelfinale, Teil 1 zwischen dem FC Bayern München und den Königlichen Los Galacticos, wie sie früher hießen. بنهاية الأمر إحنا قاعدين نحكي عن فوتبول، عن كرة قدم. كرة قدم هو شيء اللي بيجمع بين الشعوب. حبوا الFC بايرن هو يكون عنوان التآخي وعنوان المحبة وعنوان الشراكة. إحنا عملياً بنلقي الفريق الFC بايرن الفرقين تاعنا بنلقي عرب ويهود في كثير محلات، جاكي او بنلقي بحيفا، بنلقي محلات كثيره، وهناك ما بنعرفش شيء اسمه سياسي، يعني انا جاي من منطلق سياسي اخر من وين يمكن واحد زيد له او مستوطن او اياتها يهودي يميني او يهودي يساري، وكذلك احنا يمكن في عرب اللي هن شويه متطرفين، في العرب اللي هن معتدلين، فانا لما يكون البايرن يلعب ما في عنا ولا اياتا شيء بالسياسي، احنا كلياتنا لما بنغلب بننط بنحضن نفسنا وبنضحك يعني بنتخرف، ما فيش بها سياسه. احنا ان شاء الله مسافرين هسه من عين ماهل من الناصره على تل ابيب بتحقيق على جاكو علشان طبعا نحضر اللعبه بين بايرن ميونخ وريال مدريد. Two clubs cloaked in conviction, sure of their right to go through, but one of them has to lose. Tô agoniada. Na verdade, eu não consigo ficar calma em jogo de mata-mata.
Não importa se ganhou de 5-1 igual no jogo passado, eu sempre vou ficar nervosa vendo o jogo. البايرن مش لازم يخسر ولا في اللعبه اللي مش لازم يخسر، يعني المعطيات كلها بتقول مش لازم يخسر، يعني بس اذا الواحد بده يقيس نفسه بيقيس نفسه مع الافضل، فالبايرن هو بيقيس نفسه مع الريال مع الريال مش مع اي فريق اخر. Bayern 1, Real Madrid 0. El quiebre de Ribery, el caño, aguanta la pelota, busca sitio ante Ramos, dispara cruzado. Jordan, intentando mano. Penalty says the referee. Derecha golpea, fuera, mano. Drüber. Arturo Vidal, hero and zero. Tal controle emocional que a gente teve no primeiro tempo, a gente já tá perdendo completamente. Ronaldo equalizes for Real Madrid. No! Martinez geht vorbelastet. Bayern Munich are a man down with half an hour of the first leg still to play. Caralho, velho, nem postou. É essa que é a merda de jogar com o time espanhol, porque eles fazem muita cera. Eles valorizam como se aquilo fosse a maior falta do mundo. Isso não foi nada. Ele botou o Alonso e tirou o outro. Jetzt für Ronaldo, es ist passiert. Oh, and this time it is controlled by Ronaldo. And Real Madrid lead in Munich. Ronaldo. Tá bom, amor, acaba. Velho, não dá nem pra explicar o que eu tô sentindo agora, sério. É uma mistura de raiva, com tristeza, com nervoso, com ódio, com querer matar esse juiz, com querer matar o Cristiano Ronaldo, querer matar todo mundo junto. Der Schüler schlägt den Meister im Hinspiel. Bayern 1, Real Madrid 2, noche histórica en Múnich. Ich habe als Spieler, als Manager und später als Präsident alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann. Und insofern habe ich eben den Aufstieg des FC Bayern von der Pike auf miterlebt. Ich bin hierher gekommen, als der Verein ein ganz kleiner Verein war und wurde dann 1979 mit 27 Jahren, als ich wegen einer schweren Knieverletzung eben aufhören musste, Manager geworden. Damals hat der Verein 12 Millionen Mark Umsatz gemacht und davon waren 85% Zuschauereinnahmen. Die Alten und die Jungen, die Großen und die Kleinen kannten nur ein Ziel, die Olympische Arena. Wir hatten, glaube ich, 20 Mitarbeiter. Das heißt, da war kein großer Spielraum, um mit den Großen dieser Welt, das waren damals meistens die Italiener und Spanier, mitzuhalten. Und heute machen wir bei 630 Millionen Umsatz vielleicht, machen die Zuschauereinnahmen noch 10% aus. Und jetzt haben wir fast 1000 Mitarbeiter. Also ich habe da sicherlich einen Beitrag geleistet. Ich wollte als Manager diesen Verein nach oben bringen. Auf dem Weg dorthin sind natürlich schon die Fetzen geflogen, gar keine Frage. Vor allen Dingen, wenn jemand versucht hat, den Verein zu beleidigen, zu beschädigen, da konnte es schon mal krachen. Und wir alle wissen auch, dass wir nie Kinder ohne Traurigkeit waren. Und das sollten wir alle, du, auch Paul Breitner und Lothar Matthäus, nicht vergessen bei allem. Das war auch Uli. Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist ein Weg zu Ende. Natürlich ist er auch ein Schlitzohr. Natürlich ist er jemand, der für den Verein, ich sage jetzt mal völlig übertrieben, der würde töten, wenn jemand seinem Verein da irgendwas Böses will. Auf der anderen Seite ist er aber auch einer, und das ist gerade bei Bayern München in diesem Umfeld
nicht leicht, auch noch sich eine gewisse Menschlichkeit zu wahren und zu bewahren. Und deswegen ist er eben eine Figur, mit der man es gerne zu tun hat. Bayern ist Uli Hoeneß und Uli Hoeneß ist FC Bayern. Der FC Bayern polarisiert, weil er erfolgreich ist, weil er immer das Maximale anstrebt und sich dann viele freuen, wenn es eben nicht so ist, dass der FC Bayern am Ende ganz oben steht. Success is a very polarizing thing. You know, if you don't have it, you're jealous of other people who have it. And it's not that you hate the person or that you hate the team. You want what they have. You know, and that's a very human emotion, to want what you don't have. يعني بألمانيا في أشياء سياسية برضه اللي هي بتكره أنت البايرن في أشياء سياسية. يعني كانوا يضلوا يقولوا إنه هن أنجيبر. يعني هن متكبرين، هن شايفين حالهم، هن بيقدروا كذا. أنا طبعاً بقول شيء من هالشكل، بس يمكن في ناس بتفكر هيك. Realmente em questões que as pessoas não sabem como funciona, as pessoas já culpam o time. Ah, não, se o campeonato tá ruim é porque o Bayern é muito forte e os outros times não têm oportunidade. Ah, não, o Bayern de Munique é muito ruim porque rouba jogadores de outros times. Ah, não, o Bayern de Munique é muito ruim porque já chegaram a falar que o Bayern é time do governo. Eu achava uma das histórias mais mirabolantes do mundo para poder arranjar uma desculpa para falar mal do Bayern. البايرن برضه في عنده سياسة اللي هي أنا بعدها برضه مش منيحة. يعني عمليا إنه لما بيشوفوا لعيب طالع بفريق آخر ومنيح وهو بده يصير نجم، هن بيروح بيشتروه بيغروه بالنقود لأنه معهم مصاري أكثر. فأنا برضه هاي اللي ما بحبش. أنا بدي إنه يكون في منافسة وبدي إنه يكون مش بس فريق واحد بألمانيا قوي. If you talk to players, you know, what they want most is to win and to be noted. And that's increasingly hard to do at smaller clubs. You know, if you're a good player at a small club, you know, a big club will come and find you. München. Bayern Munich boss Uli Hoeneß has been sentenced to 3.5 years in jail for tax evasion. Der ehemalige Präsident von Bayern München, Hoeneß, hat seine Haftstrafe angetreten. Prisión por fraude fiscal por más de 27 millones de euros. Então, assim, eu acredito que o Uli ele tá realmente tentando recomeçar a vida dele. Por mais que para ele seja até mais fácil, porque o clube abriu as portas para ele praticamente sempre. Daí o clube ficou do lado dele. You know, he is somebody who is flawed and who, and I am flawed as well. And that's just how it is. You know, I see somebody like that and I cannot judge somebody like that. هسه انه اللي عمله هو شيء مش اخلاقي مش مقبول. انا مع انه كان لازم يرجع لانه احنا بدنا اياه وهو بيساعدنا وهو بدعمنا وهو بيمشي ومسامح يسامح المسامح كريم. Ich habe ja nicht zuletzt seit den letzten 3 Jahren, als ich im Gefängnis war und dann als Freigänger da war, gemerkt, wie wichtig es ist, eine Familie zu haben. Bei mir hat das natürlich sehr geholfen, diese ganz schwierige Zeit zu überstehen. Ich habe dort festgestellt, wie schwierig es für all diese Männer war, die ihre Familie verloren haben. Und die haben es eben meistens oft nicht geschafft, nachher wieder ein vernünftiges Leben zu führen. Und da merkt man erst, wie wichtig Familie ist. Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern. Bei der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußballrekordmeisters wurde Hoeneß nach 2,5 Jahren Auszeit mit mehr als 97% der Stimmen ins Amt gewählt.
内容も相手よりいい内容に勝つし、自分では点も取りたいと思います。なかなか対戦することがないので、バイエルン選手っていう名前でまずちょっと子どもたちは、引きを取るかなと思うんですけど、僕たちも精一杯負けないように頑張ろうと思います。Ich habe keine so großen Erwartungen gehabt, weil ich gedacht habe, durch die Verletzung, dass er ein bisschen gehandicapt ist. Aber in den Spielen hat er sich hervorgetan als im Prinzip der Beste. Er hat Verantwortung übernommen, er hat versucht, das Spiel an sich zu reißen. Wie gesagt, für das Alter, denke ich einmal, ist er sehr zu beachten.最終的には、PK で勝つことができたけど、前半とかにもっと点取れる場面もあったし、もっと球際も強くいけたしっていう課題がたくさん見つかった試合でした。まず日本一のサッカー選手になり、世界でもバイエルでも活躍し、誰もが応援し、あの人はすごいって言われる選手になりたいです。Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar. Also ich denke überhaupt nicht daran, dass es das letzte Spiel sein kann. Wir haben die Aufgabe und das wollen wir unbedingt ins Halbfinale einziehen. Es wird schwierig, sehr, sehr schwierig, aber ich vertraue auf die Qualität der Mannschaft. Es probablemente de los 5 mejores equipos de Europa, pero lo que le pasa creo es que le falta competencia en Alemania, alguien que se lo ponga difícil para luego estar preparado en Europa, pero bueno. Ich bin froh, dass Lewandowski spielt heute und dass 2 Tore schießt, aber es wird hart. Y espero que otro Xabi Alonso, ya que es su último partido, y le despidamos aquí como se merece. Carleto es amiguete nuestro y se va a dejar ganar hoy también.
ريال مدريد حراسة المرمى لكايلر نافاس تعيد تشكيلة البايرن. Champions League quarterfinal underway. Ter muita reação, porque hoje eu tô com muito medo da gente perder, não vou mentir. Eu tô quieta porque eu tô bastante apreensiva com o que pode acontecer nesse jogo. It's going to be really tense. I think Bayern need to take some risks, from the start. And that gives Madrid a lot of opportunity to score that early goal. Quickly in for Carvajal, his cross spilled by Neuer on the doorstep, saved off the line by Boateng. نتأمل طبعا انه البايرن يفوز بالنتيجة اللي بتشرفنا 2-0 او 3-1 من اجل انه نتأهل للمباراة نصف النهائي. Elfmeter. Casai gibt Elfmeter. Pênalti! Vai, não vamos quebrar nada. Vamos fazer um pacto de não quebrar nada, porque o jogo ainda não tá ganho. Vamos fazer um pacto de não quebrar nada. Ele contra o Navas. Partiu Lewandowski, pé direito, bateu. Marca el que no lo quiere nadie, pero siempre está ahí. Toca uno en el partido y les cuidado. Achtung, der Ball ist drin. It's in for an own goal. Wow. Vai mais um que a gente não podia. Só mais um. Vidal بالورقة الحمراء Vidal. A card for Arturo Vidal as the match director is showing us a replay. Vidal is sent off. It's a nerve-wracking game. It's a nerve-wracking game. And we're going to go into extra time. The most frustrating thing about this is I'm not going to be able to see the extra time because I have to go back to work. So I'll be following it on my phone and on my Apple Watch, and hoping that Bayern can go ahead and score a goal or take it to penalty kicks. Es ist die letzte Szene gewesen. Aus erst einmal. Wir sind in der Verlängerung. Deus é justo e nós vamos fazer um gol lindo. Excluiu umas 4 pessoas. Eu quero mais outro,
Ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden heute Abend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Früher hat man gesagt, wenn wir Deutscher Meister werden, ist es ein super Jahr. Wenn man vielleicht sogar noch das Double gewinnt, ist es ein super, super Jahr. Und wenn du die Champions League gewinnst, das ist ein Jahrhundertjahr. Und da müssen wir auch wieder hinkommen, dass man Respekt vor diesem Titel hat. Denn der ist so schwer zu gewinnen wie nichts auf der Welt. O Bayern é aquela casa que está construída na pedra, de concreto, que pode chover, pode passar um furacão, pode passar uma chuva muito forte. Não importa o que aconteça, o clube vai continuar ali forte e firme, porque ele é um clube firme. أنا الFC بايرن هو قسم مني، قسم من حياتي. يعني هو بمشي بشراييني بدمي. You see people in New York, you see people in Brazil, you see people in Japan, you know, in Canada, in Australia, all part of this phenomenon, all part of this community. Was bedeutet es, beim FC Bayern zu sein? Was ist die Kultur des FC Bayern? Was sind unsere Werte, die man da transportiert beim FC Bayern? Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Dann kann sich auch jemand von weit weg sehr, sehr gut eingliedern in dieser Gemeinschaft. They see the same things, I think, that I see in the club. They see a club that's bigger than just soccer. لما أنا وهي زوجتي بتشهد لما البايرن بيخسروا إحنا في عنا هون تروى. فلأجل هيك أنا بنصح للFC بايرن حفاظاً على العائلات المشجعين تاعيتهم يضلوا ينجحوا. Eine Verletzung eines Spielers, ein verschossener Elfmeter, eine Kleinigkeit reicht manchmal aus, um so eine ganze Saison kippen zu lassen. Und das ist der Wahnsinn auf diesem Niveau. Ne? Nehmen wir Vidal. Was wäre denn passiert, wenn Vidal das 2-0 gemacht hätte vor der Halbzeit gegen Real Madrid? Wäre jetzt vielleicht alles perfekt. Und das ist das, was ein Bayern-Spieler oder ein Spieler, der beim FC Bayern München spielt, verstehen muss. Es gibt nie einen Moment bei diesem Verein, wo man sich zurücklehnen kann. Nie. Mia são Mia. Diz que foi, por favor. Hello, DW. Wir sind Italiener. Wir lieben Bayern. Der FC Bayern feiert seine 5. deutsche Meisterschaft in Folge. And I'm a 14-year-old. I'm studying in 9th grade, and I'm the biggest fan of Bayern Munich. Bayern has always been a complete team, and the current team with the goal-scoring machine, Lewandowski. I'm Sisha from the Philippines, and I love FC Bayern. FC Bayern. Stellen Sie so Ich bin Alfredo, der bayerische Mexikaner. Ja, klar. Mia san mia. Hi, I'm Luca from Croatia. Hola, soy Roberto de Colombia y amo al FC Bayern. عليكم. أنا من عشاق بايرن ميونخ. It's my life, dude. My love for Bayern Munich is not a number, it's infinity. Das war's noch nicht.